Over the last 400 years, what power has done the most to spread the ideals of limited government, an independent judiciary, certain inalienable rights, and free markets? That power would be the British Empire. It was Britain that gave these ideals to the United States. It was the British Empire, the largest empire the world has ever known, which made these ideals global aspirations. It was the British Empire, along with America, that defended these ideals in two colossal world wars. Freedom was an Englishman's right, and wherever he went, he took that right with him, whether he was an English colonist in America, governing himself through a locally elected assembly, or an English adventurer like Sir Stamford Raffles, creating the free market city-state of Singapore, or an English officer like T.E. Lawrence, leading Arab tribesmen against the Turks. The British always thought of themselves as liberators, as bringers of freedom. The British believed the final and necessary justification of their empire was a moral one. The British kept the peace. They brought sound, honest administration. And they insisted that basic moral standards were honored. The British did not try to nation build in the way we think of it now. They were under no illusions about making Arabs or Afghans or Zulus into Englishmen. They were more than content to leave people alone, to let them be themselves, to govern them with the lightest possible hand. In American history, we remember this when we think of the British Empire's so-called benign neglect. We can see it throughout the history of the British Empire. Think about the vast territory of the Sudan. It was governed by 140 British civil servants. Even Gandhi praised the British Empire, paraphrasing Jefferson, saying that he believed that the best government was the government that governed least, and that he found that the British Empire guaranteed his freedom and governed him least of all. In the defense of freedom, the empire drew moral lines. No power did more to abolish slavery and the slave trade in the modern world than did the British Empire. The British Treasury spent enormous sums to liberate slaves and compensate slave owners in the Caribbean. The Royal Navy had as a primary duty the eradication of the slave trade, and in fact abolishing the slave trade became a major factor driving the expansion of the British Empire. The British enforced a Pax Britannica, putting down pirates, taming headhunters, and keeping the peace between previously warring tribes and religions. While respecting and often ruling through local leaders, the British still insisted on certain Judeo-Christian moral standards. Even where the British have merited criticism, as in Ireland, there is more to the imperial story. During negotiations to create the Irish Republic, for instance, British Prime Minister David Lloyd George, who could speak Welsh, reminded the Irish nationalist and Gaelic extremist Eamon de Valera that the Celts never had a word for republic. It was an idea given to them by the English. This is our own history too. If you love America, you should also love the power that gave us our sense of inalienable rights, rights traceable back to Magna Carta. It all started in America with the British Empire, a great liberty-loving empire. It is the empire's legacy, the English-speaking world, that remains the great global guardian of freedom today. When we think of the two deadliest threats to freedom in the 20th century, we generally think of communism and Nazism. But how many remember that in 1940, after the Hitler-Stalin Pact, and after the fall of France, one power, the British Empire, stood alone in mortal combat against the combined tyrannies of the world. 300 Jahre lang vor dem hat England allmählich sein sogenanntes Weltreich gebildet. Nicht gebildet durch den freien Willen oder durch die übereinstimmenden Kundgebungen der Absicht oder Anschauungen der Betroffenen, sondern 300 Jahre lang ist dieses Weltreich zusammengeschmiedet worden, nur durch Gewalt. Krieg um Krieg wurde geführt, Volk um Volk wurde seiner Freiheit beraubt, Staat um Staat wurde zerbrochen, um endlich dieses Gebilde zu schaffen, das die britische Imperium heißt. Dabei war die Demokratie überall nur eine reine Maske.
Hinter der Demokratie steht in Wirklichkeit die Völkerbeherrschung im Großen und die Menschenunterdrückung und Knebelung im Einzelnen. Dieser Staat kann es heute nicht wagen, seine Glieder wirklich abstimmen zu lassen, ob sie jetzt nach jahrhundertelanger Bearbeitung etwa bereit wären, freiwillig Glieder dieser Weltgemeinschaft zu sein. Im Gegenteil, ägyptische Nationalisten, indische Nationalisten, sie wandern zu Tausenden in die Kerker und in die Gefängnisse. Konzentrationslager sind nicht in Deutschland erfunden worden, sondern Engländer sind die genialen Erfinder dieser Idee. Es ist das wichtig, meine Volksgenossen, dass wir das immer wieder in die Welt hinausreihen, weil unverschämte demokratische Lügner auftreten und behaupten, die sogenannten autoritären Staaten wollten die Welt erobern, während in Wirklichkeit die Welteroberer unsere alten Feinde sind. England ist zunächst schon im Inneren, trotz seiner Welteroberung, der sozial rückständigste Staat, den es wohl in Europa gibt. Ein Staat, dessen gesamte Ausrichtung nach den Interessen einer verhältnismäßig kleinen und dünnen Oberschicht erfolgt. Und der mit dieser Oberschicht ist verbündet den jüdischen Genossenschaft. Die Interessen der breiten Massen spielen bei der Ausrichtung dieses Staates überhaupt keine Rolle. Man redet von Freiheit, man redet von Demokratie, man redet von den Errungenschaften eines liberalen Systems und versteht darunter doch nichts anderes als die Stabilisierung des Regimes einer Gesellschaftsschichte, die es möglich macht, dank ihrem Kapital die Presse in ihre Hand zu bekommen und zu organisieren und zu dirigieren und damit die öffentliche Meinung zu bilden. Das Land, das für einzelne wenige ein Paradies ist für viele, das heißt für die Masse in Wirklichkeit, nur ein laufendes Elend. Elend in der Ernährung, Elend in der Kleidung, Elend vor allem in der Wohnung, Elend in der Sicherheit des Verdienstes, Elend in der gesamten sozialen Gesetzgebung. Das Jahr 1941 wird, dessen bin ich überzeugt, das geschichtliche Jahr einer großen Neuordnung Europas sein. Das Programm kann kein anderes sein als Erschließung der Welt für alle, Brechung der Vorrechte Einzelner, Brechung der Tyrannei gewisser Völker und besser noch ihrer finanziellen Machthaber. Und endlich wird dieses Jahr mithelfen, dann wirklich die Grundlagen für eine Völkerverständigung und damit eine Völkeraufstellung zu sichern. Schon jetzt aber sehen wir, wie unsere Rassenerkenntnis Volk um Volk ergreift. Und ich hoffe, dass auch die Völker, die heute noch in Feindschaft gegen uns stehen, eines Tages ihren größeren inneren Feind erkennen werden und dass sie dann doch noch in eine große gemeinsame Front mit uns eintreten werden. Der Front einer arischen Menschheit gegenüber der internationalen jüdischen Ausbeutung und Völkerverdergung. Siamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente.
castellanos.